Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe euch heute mal meine 3 Top-KI-Aktien für 2026 mitgebracht. Es war wirklich nicht leicht, hier Aktien herauszupicken, wo ich sagen würde, okay, das sind Aktien, von denen ich zutraue, dass sie sich hier wirklich eine sehr, sehr gute Performance, bieten könnten. Vor allem, dass wir hier auch, sag mal, langfristiges Potenzial haben und vor allem auch interessante Kaufgelegenheiten aktuell. Das trifft auf alle 3 Aktien zu. Wir besprechen sie natürlich nacheinander, wie gewohnt in der Chartanalyse und auch natürlich Fakten, was die Aktien aktuell bewegt. Bevor wir anfangen, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, bevor wir ins Video gehen, noch zuerst danke an die Kanalmitglieder, dass die hier diesen Content möglich machen, und wenn ihr auch davon profitieren wollt, gerne bei den Mitgliedschaften vorbeischauen, dann könnt ihr auch gerne hier dann ein bisschen früher auf die Videos zugreifen. Die erste Aktie, die ich euch mitgebracht habe, ist im Grunde auch schon eigentlich mein Top-Favorit, beziehungsweise wenn ich in meinem Depot schauen würde und eine Aktie wählen müsste, die mein Favorit ist, beziehungsweise meine Lieblingsaktie, dann ist es tatsächlich Innodata. Und Innodata trifft hier eben den Zahn der Zeit, um es mal so zu sagen, denn man ist hier führend tätig im Bereich Trainingsdaten für KI. Man hat hier eine Erfahrung von über 35 Jahren in diesem Bereich, und man hat hier die wirklich weltweit größten Firmen als Partner und als Kunden. Ihr seht es hier in dem Banner, und das finde ich sehr, sehr beachtlich. Und wenn man sich so die Geschäftszahlen anschaut, das werden wir auch gleich noch tun, die Fundamentaldaten, dann sehen wir, wie gut das Unternehmen aufgestellt ist. Und das zeigt sich jetzt eben auch nicht nur in den letzten Quartalszahlen, die waren überragend, der Umsatz stieg um 20%, und die Prognose wurde auch bestätigt mit einem Wachstum von 45%. Das ist nicht nur das letzte Quartal so gewesen, sondern auch die Quartale davor. Also ich bin wirklich sehr, sehr zuversichtlich, dass sich Innodata in den nächsten Jahren auch gut verzehnfachen kann. Wir sind hier immer noch bei einem sehr, sehr kleinen Unternehmen, das werden wir uns gleich noch anschauen, aber ich finde, Innodata ist eben wirklich eben mit dieser großen Kundschaft sehr, sehr gut aufgestellt, was das angeht. So, klar, die KI-Nachfrage explodiert aktuell. Also wir haben jetzt immer mehr Nachfrage, dass die KI auch wirklich Anwendung findet. Und wir sehen auch speziell Nischenanwendungen bei Unternehmen, und diese Large Language Models von den spezifischen Unternehmensdaten, die müssen ja erstmal trainiert werden. Und da kommt Innodata eben ins Spiel. Und ja, man sieht so langsam aber sicher Skalierungseffekte. Und das ist wirklich sehr, sehr rentabel auch, ja, muss man auch sagen. So, gerade so Software Dienstleistungen sind normalerweise geprägt von hohen Bruttomargen, und deswegen glaube ich auch, dass wir hier, obwohl das Unternehmen schon ziemlich gut aufgestellt ist von den Kennzahlen, auch noch weiteres Potenzial bei der Profitabilität hat, vor allem auch langfristig. So, gehen wir mal rein in die Aktie und schauen uns mal den Chart an, und hier sehen wir, im Oktober diesen Jahres hat die Aktie ihr Allzeithoch markiert bei $94. Ich glaube auch, dass wir da relativ schnell wieder hinkommen könnten. Und aktuell ist der Kurs bei $53, definitiv eine Kaufgelegenheit. Ich bin schon seit ungefähr $33 drin, hier so umgedreht bin ich eingestiegen. Ich habe mittlerweile auch hier nochmal nachgekauft, und ich bin am Überlegen, ob ich auch nochmal nachkaufe. Also tatsächlich ist Innodata auch mit einer meiner größten Positionen für ein Unternehmen, was relativ klein bewertet ist, beziehungsweise noch nicht so groß ist. Also eine Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden US-Dollar mit dem Wachstum, das kann sich über die Jahre schon mal gut verzehnfachen. Das ist von der Marktkapitalisierung heutzutage, wenn wir Trillion-Dollar-Companies haben, also Billionenfirmen, ist das jetzt nicht arg viel, nicht sehr groß, sage ich mal. Ja, nichtsdestotrotz, charttechnisch betrachtet, sind wir jetzt hier bei den $50 natürlich an einer wichtigen Unterstützungszone. Sollten wir da drunter fallen, klar, dann wird es nochmal ein bisschen kritischer im Sinne davon, dass wir hier in Richtung $33 fallen könnten, ja, also wieder in diese untere Range zurückfallen könnten. Das glaube ich aber tatsächlich nicht, weil der Markt auch zuletzt wieder sehr, sehr positive Zeichen gesetzt hat. Und für 2026 bin ich eben auch sehr, sehr positiv. Wir gucken uns mal schnell die Prognose an. Wir sehen die Analysten ins Unternehmen, und die sehen die Aktie auch im Durchschnitt bei $94. Also das ist auch schon mal herausragend. Immerhin 4 Analysten covern das Unternehmen, und die sagen auch in der Einjahresprognose, sehen die Innodata bei $100. Ich bin teilweise sogar ein bisschen bullischer, also ich sehe Kursziele für 2026 sogar zwischen $100 und $200, je nachdem, ob eben diese starke Performance, ihr seht es ja hier an den gemeldeten Daten in Blau, die deutlich höher waren als die geschätzten. Wenn man das so weiterhalten kann,
durchhalten kann, dann glaube ich auch, dass diese Kursziele vielleicht zu niedrig gegriffen sind, beziehungsweise dass wir die deutlich schneller erreichen könnten, als viele denken. Und 2026 wird auch ein sehr, sehr spannendes Jahr. Man erwartet auch einen großen Gewinnsprung und natürlich auch, wie gesagt, die Skalierung sollte dementsprechend natürlich auch dann voll ins Schwarze treffen. Und was auch sehr, sehr interessant ist, ist, dass man einen neuen Bereich gegründet hat, die Abteilung für Regierungsaufträge. Und hier hat man auch schon einen ersten großen Kunden aus dem Verteidigungsbereich gewonnen, der dann 2026 spürbare Umsätze bringen soll. Innodata Federal heißt der Bereich. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, weil diese Regierungsaufträge dann auch sehr lukrativ sind und meistens auch Folgeaufträge dann bedeuten. Deswegen bin ich ultra bullish für die Aktie. Natürlich keine Anlageberatung, wie gesagt, aber schaut euch die Aktie wirklich gerne mal an. Hier an den Fundamentalkennzahlen sehen wir auch ein Umsatzwachstum von knapp 100%. Das ist schon wirklich sehr, sehr ordentlich. Wir haben hier ein Kursumsatzverhältnis von 7. Wir kamen von einem Kursumsatzverhältnis von 14 knapp. Also die Aktie hat sich bei der Bewertung halbiert und ist meines Erachtens auf dem Niveau und bei dem Umsatzwachstum definitiv nicht zu teuer. Ganz im Gegenteil, ich finde sie hier sogar sehr attraktiv. Ich will nicht sagen günstig, aber immerhin attraktiv für ein Investment. Und was wir auch sehr, sehr gut sehen können, ist eben diese Profitabilität. Man ist jetzt nachhaltig in der Gewinnzone, das sehen wir hier in der Nettogewinnmarge. Die Bruttomarge ist ungefähr stabil, die kann aber auch durchaus sich weiter steigern mit entsprechenden Skalierungseffekten, was ich ja schon erwähnt hatte. Und vor allem auch die freien Cashflows sind jetzt gerade am explodieren. Und ja, generell ist das Unternehmen natürlich auch mit dem guten Finanzpuffer ausgestattet. Also man ist hier sehr, sehr gut aufgestellt für ein weiteres Wachstum. Und dementsprechend bin ich der Meinung, dass man hier die $53, dass wir die nicht lange sehen werden, sondern dass wir in den nächsten Wochen, wenn die Aktienmärkte natürlich auch gut performen, ja, das ist natürlich auch notwendig dafür, dass die Aktie auch gut performt. Also wenn wir die steigenden Aktienmärkte haben, dann glaube ich, dass wir relativ schnell wieder in dem Bereich in Richtung 70, 80 und darüber hinaus Dollar steigen dürften. So, kommen wir nun zum nächsten Unternehmen. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen mit KI-Anwendung und das ist Lemonade. Ich habe Lemonade auch schon mal mitgebracht in einigen anderen Videos, weil ich eben das sehr, sehr spannend finde, was man hier mit KI macht. Lemonade ist ein Versicherer, in Deutschland noch nicht so groß vertreten, deswegen kennen viele das noch nicht, aber in den USA ist man, ich glaube auch mittlerweile in England. Und das Besondere an Lemonade ist eben, dass man die KI bzw. die Kalkulierung mit KI optimiert. Und das hat jetzt, oder beziehungsweise Lemonade hat angekündigt, durch diese KI-Algorithmen, durch diese Vorteile, die man dadurch hat, dass man eben weniger Rückversicherungen braucht. Also wenn ein Versicherer, der versichert ja den Kunden, also uns am Ende, aber er versichert sich selber gegen uns quasi nochmal. Also das sind Rückversicherer und die drücken natürlich auf die Marge und das soll natürlich entsprechend, wenn man hier das durch KI ersetzt, wenn man sagt, okay, wir können das Risiko so gut abschätzen durch unsere KI-Algorithmen, dass wir diese Rückversicherung gar nicht mehr so stark brauchen, dann ist es schon eine sehr, sehr große Kostensenkung und dementsprechend dürfte das auch die Gewinne anheizen. Und man erwartet hier, dass man die Kosten für die Rückversicherer von 55 auf 20% senken kann. Und das ist schon sehr, sehr signifikant. Und dementsprechend bin ich mal gespannt auf 2026, weil hier auch die Profitabilität, also der Break-Even-Point erreicht werden soll. Und das war immer so ein Makel bei Lemonade, wo die Analysten gesagt haben, oh, das ist eine Geldverbrennungsmaschine. Aber wenn man jetzt nachhaltig in die schwarzen Zahlen kommt, dann kann es zu einer Neubewertung bei der Aktie kommen und dementsprechend auch hier dann die Aktien nochmal einen Schub nach oben bekommen. Ja, wie gesagt, Lemonade ist mit einer der größten KI-gesteuerten Plattformen und Versicherer und man kommt sehr, sehr gut an, gerade bei den Jungen und dadurch, dass man ja jetzt so optimiert das Geschäft betreibt, also dass man Kosten senken kann, hat man natürlich auch einen signifikanten Wettbewerbsvorteil gegenüber den etablierten Versicherungsanbietern, weil man eben ein bisschen günstiger unterwegs ist und damit auch günstigere Versicherungspolicen anbieten kann, wodurch man natürlich auch generell eine gute oder bessere Chance am Markt hat. Ja, die globale Expansion steht noch bevor. Wie gesagt, einige internationale Märkte sind noch zu erschließen. Also da ist unglaublich großes Skalierungspotenzial. Nicht nur 2026, ja, das glaube ich, dass wir eben, wie gesagt, da wird der Triggerpoint die Profitabilität sein, was der Aktie einen Schub verleihen könnte.
Aber langfristig sehe ich die Aktie halt auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren deutlich höher. Und ich denke, dass wir hier womöglich auch einen großen Player im Bereich Versicherungen bekommen könnten. So, gehen wir mal in die Aktie hinein. Da sehen wir, die Aktie von Lemonade ist eigentlich in den letzten Tagen ziemlich gut gestiegen, obwohl der Markt ja eigentlich größere Rücksetzer gehabt hat bei vielen oder im Allgemeinen, sehen wir bei Lemonade eigentlich einen sukzessiven Aufwärtstrend. Und das ist ein Zeichen von relativer Stärke. Relativ, weil man eben im Vergleich zu den anderen Aktien sich deutlich besser geschlagen hat. Und das ist natürlich erstmal ein Beweis für das starke Momentum. Und dementsprechend bin ich auch recht zuversichtlich, dass wir hier in 2026 dann auch relativ schnell die $100 brechen dürften und dann entsprechend so die nächsten Kursziele erreichen werden. Also mein nächstes Kursziel oder generell mein Kursziel für 2026 ist, wenn wir nachhaltig in die Profitabilitätszone rücken, dass wir tatsächlich vielleicht hier dieses Allzeithoch nochmal testen werden. Das ist natürlich sehr, sehr hoch gegriffen, aber ich glaube, alles ist richtig realistisch, meiner Ansicht nach zwischen 120 und $185. Ich glaube aber eher, dass wir eben im Bereich so von $140 landen dürften. Wie gesagt, es hängt von den Quartalszahlen ab. Also das ist so das Damoklesschwert, um es mal so auszudrücken, was die Aktie eben nach oben befördern könnte oder eben dann ein bisschen ja, das Kursziel nach oben beschränkt. Gucken wir uns mal die Prognose an. Wie sehen denn die Analysten das? Und das ist eben das, was ich gemeint habe. Die Analysten sind dann noch sehr, sehr skeptisch, um es mal so zu sagen, weil man eben sagt, okay, das ist eine Geldverbrennungsmaschine, aber wenn man das wirklich so schafft, die Profitabilität entsprechend in 2026 schon zu erreichen, dann dürfte es entsprechend zu einer Neubewertung der Aktie kommen. Ihr seht auch hier die Schätzungen vom Gewinn je Aktie, das ist alles noch negativ. Und wenn man hier plötzlich über 2 Quartale hinweg und mit positiven Aussichten dann einen Gewinn ausweist, dann dreht sich das gesamte Bild bei der Aktie. So, gucken wir uns mal die Bewertung an, und die ist schon ein bisschen knackig, ja. Im Vergleich zu Innodata ist man auf dem aktuellen Niveau vielleicht nicht ganz günstig, ja, durchaus, aber die Aktie zeigt relative Stärke, und in dem Moment würde ich auch sagen, vor allem weil der Gesamtmarkt steigt, kann man durchaus schon mal eine erste Position etablieren. Wie gesagt, keine Anlageberatung, aber gerade wenn man langfristig von der Aktie überzeugt ist, aber die Aktie schon sehr teuer ist, da ist es immer schwierig, und oftmals oder manchmal, wenn der Markt einfach zu gut läuft, dann kommt man da nicht mehr so gut rein, oder beziehungsweise es gibt keine größeren Rücksetzer, wo man eben gut reinkommt. Und tatsächlich würde ich einfach, ja, wenn man noch nicht investiert ist und die Aktie, wie gesagt, spannend findet, schaut sie euch gerne selber an, entsprechend hier schon mal eine erste Position machen. Und wenn die Aktie steigt, kauft man nach in den Trend, da freut man sich dann auch. Oder wenn die Aktie Rücksetzer erleidet in Richtung $60, kann man auch nochmal sich freuen, wenn man die Aktien dann ein bisschen günstiger bekommt. Ja, wie gesagt, Umsatzwachstum ist stabil, und das sollte auch in den nächsten Jahren stabil bleiben, beziehungsweise vielleicht kann man es ja noch ausweiten, weil man ja diese internationalen Märkte noch erschließt, und dementsprechend ist da noch sehr, sehr viel Potenzial, und hier dieser Aufwärtstrend, vor allem dieser langfristige Aufwärtstrend, wird meines Erachtens anhalten. Es wird volatil bleiben, ja, das darf man nicht vergessen, aber Aktien, vor allem Einzelaktien, sind eine Geduldssache, und ganz besonders hier natürlich so kleine Unternehmen, ja, für einen Versicherer ist schon eine internationale Firma, klar, die jetzt immer weiter expandiert, aber man ist es im Vergleich zu den großen Branchenprimusse entsprechend, naja, mit einer Marktkapitalisierung von $6 Milliarden jetzt nicht allzu groß. Ja, das ist wie gesagt so mein zweiter Favorit, und meine dritte Aktie, die ich euch mitgebracht habe, habe ich auch ja, länger überlegt und mir gedacht, okay, was könnte denn so ein Bereich sein, der ebenfalls noch hier in 2026 durchstarten kann, und das ist tatsächlich der Bereich vom autonomen Fahren. Das ist Pony AI. Klar, wir haben Tesla, wir haben Waymo und wir haben im Grunde Pony AI, also die 3 Player, die schon nennenswert Praxis haben, also Fahrpraxis mit Hunderttausenden von Fahrten und Stunden Betriebserfahrung. Und das ist eben das, was den Ausschlag gibt am Ende. Man hat nicht nur, wie ihr es hier am Bild sehen könnt, man hat nicht nur autonome Autos, Personenfahrzeuge, sondern eben auch LKWs. Und das ist auch hier einer der wichtigen Faktoren für das Wachstum. Man geht jetzt in die Massenproduktion von den autonomen LKWs. Man hat unter anderem auch einen Uber-Deal. Also man muss keine eigene Nutzer-App aufbauen und die Millionen an Nutzer gewinnen, sondern man hat direkt eine Partnerschaft mit Uber. Weshalb ich auch immer sage, dass Uber eigentlich ein autonomes Fahren, ein Profiteur vom autonomen Fahren ist.
Und Pony AI expandiert. Man ist ja, glaube ich, in den USA fährt man auch schon rum, vor allem auch in China, also ganz stark in China natürlich, weil es ein chinesisches Unternehmen ist, was ursprünglich in den USA mal gegründet wurde. Aber man hat jetzt die Expansion nach Dubai und ich glaube, London kommt auch bald hinzu, zumindest bei Waymo. Also das autonome Fahren kommt, und wenn es dann so in die Medien kommt, kann es auch gut sein, dass wir dann entsprechend hier auch wieder so einen Hype sehen könnten, der die Aktie dann auch ganz schnell wieder in Richtung Allzeithoch befördern könnte. Ja, wie gesagt, also man ist hier wirklich ein etablierter Player im Bereich von autonomem Fahren. Also man hat hier eben diese Erfahrung, und das ist eben das, wie gesagt, was den Ausschlag gibt. Man hat starke Partnerschaften, man skaliert und man hat eben auch eine gute Technologie, um es mal so einfach zusammenzufassen. Und deswegen habe ich die Aktie gekauft. Vor allem, weil sie jetzt auch wirklich einen interessanten oder einen deutlichen Rücksetzer erlitten hat. Wie ihr hier sehen könnt, sehen wir, die Aktie kam mal von ungefähr $24, war im Tiefpunkt sogar bei 10. Da habe ich die Aktie auch schon überlegt, kaufe ich sie jetzt, ja oder nein? Am Grunde hatte ich dann einfach kein Cash und habe es ein bisschen verpennt, aber ich bin jetzt hier wieder so bei $15 eingestiegen und ich bin recht zuversichtlich, dass wir 2026 auf jeden Fall die $24 sehen könnten. Aber die Frage, ob wir da drüber steigen, es hängt so ein bisschen vom Hype ab, beziehungsweise von der Nachrichtenlage, ob wir da noch ein neues Allzeithoch sehen bei der Aktie, beziehungsweise ob wir uns halten. Grundsätzlich ist es ja noch ein sehr, sehr junges Unternehmen. Man kann es fast schon als größeres Startup bezeichnen. Ja, man hat zwar eine Marktkapitalisierung von 6 Milliarden US-Dollar, ist damit schon ein bisschen größer, aber man hat halt noch relativ geringe Umsätze, beziehungsweise relativ wenig. Aber die sollen kommen, und 2026 soll man das auch schon sehen. Wir können auch mal auf die Prognose der Analysten schauen. Die sehen die Aktie im Durchschnitt eben auch bei diesen $24, knapp 25, also knapp oder etwas über 50% Kursanstieg in einem Jahr. Das ist ja schon sehr, sehr ordentlich. Also damit würde man allein den Markt schon mal schlagen. Man sollte natürlich nicht nur in Pony AI investieren, ganz klar. Aber zumindest die Analysten und ich ebenfalls bin sehr, sehr bullish für Pony AI und eben für den ganzen Sektor autonomen Fahren. So, gucken wir uns mal an. Ansonsten die Fundamentalkennzahlen, ja, wir sehen ja Bruttomarge so ein bisschen, ja, das ist alles so, ja, wie will man so eine Aktie bewerten, wenn sie keinen Umsatz hat oder sehr, sehr geringen Umsatz hat, also nicht nennenswerten. Das ist natürlich schwierig. Man setzt hier stark auf die Zukunft. Es ist ein spekulatives Investment. Das darf man an der Stelle natürlich nicht vergessen. Aber ich finde es sehr, sehr spannend. Vor allem auch einfach wenn man so ein bisschen auch traden möchte, um es mal so zu sagen, dass wir eben diesen Kursanstieg von einem Jahr innerhalb eines Jahres mitnehmen kann. Da sehe ich die Chancen ziemlich gut. Aber es ist natürlich auch nicht auszuschließen, wenn das Jahr 2026 schlecht läuft, dass man hier eben auch im Minus bleibt und dass wir einfach in dieser Range um die 14, 13, vielleicht auch tiefer, $10 hier herumkrebsen. Das ist nicht auszuschließen, das ist nicht mein Basisszenario. Mein Basisszenario ist eher bullish für 2026. Aber wie gesagt, es ist auch nicht auszuschließen, dass es hier ein bisschen volatiler wird. So, das waren meine 3 Top-KI-Aktien, wenn ich meine Favoriten wählen müsste. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr oder welche Aktien ihr als Favoriten habt, und natürlich, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ein Hype an der Stelle würde mich auch sehr, sehr freuen und den Kanal unterstützen, und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.